Halloween has been celebrated in Germany for just 25 years and is one of the newest festivals compared to other festivals like Fasching or Karneval. In some neighborhoods, especially in the bigger cities, people organize trick-or-treating for the kids. But Halloween is also celebrated by adults at themed costume parties and clubs. So in today's video, I'm going to walk you through the most important vocab and phrases that you need to know in order to have a great time during Halloween in Germany. Make sure to stick around till the end of this lesson today for a reading and a writing exercise to help you boost your German skills. And in case we haven't met yet, hallo, mein Name ist Salome. I'm a native certified German teacher from Frankfurt, and my mission with this channel is to help you become confident and conversational in German so that you can navigate life in the German-speaking countries easily. So if this is what you're looking for, then make sure to hit subscribe, because starting from this week, I'll be bumping up the volume to 2 video lessons per week. You surely don't want to miss out on that. Alright, I'm going to hop on my computer and share my screen for today's lesson. Bist du bereit? Los geht's! Heute sprechen wir über das Thema Halloween in Deutschland. Today we're going to talk about the topic Halloween in Germany. Was werden wir genau heute besprechen? Wir schauen uns zuerst Halloween-Vokabeln an. So we're going to take a look at some Halloween vocabulary first and foremost. Dann schauen wir uns noch die Halloween-Traditionen in Deutschland an. Da gibt es eine Leseverstehensübung. Und anschließend schauen wir uns noch hilfreiche Ausdrücke für Halloween an. Hilfreiche Ausdrücke are helpful or useful phrases for Halloween. Und am Schluss gibt es noch eine Schreibübung für dich, sodass du dein Schreiben üben und verbessern kannst. So at the very end of today's lesson, you'll find a writing exercise to help you boost your writing skills. Alles klar? Los geht's! Wir schauen uns jetzt zuerst ein paar wichtige Vokabeln zu dem Thema Halloween an. Ganz wichtig natürlich ist die Verkleidung. Very important is the costumes for Halloween. We call this in German die Verkleidung. Zum Beispiel, typisch für das Fest sind die gruseligen Verkleidungen. Typisch für das Fest sind die gruseligen Verkleidungen. Gruselig means creepy or scary. Okay, so typisch is typical. Typical for this festival are the creepy and scary costumes. Okay. Das Verb zu Verkleidung ist sich verkleiden. The verb for that is sich verkleiden, to dress up. Ja, zum Beispiel, die Leute verkleiden sich als Gespenster, Teufel, Skelette, Hexen, Vampire und vieles mehr. So people dress up as Gespenster, Teufel, Skelette, Hexen und Vampire. Was bedeutet das eigentlich? What does that even mean? Das Gespenst is the ghost. Okay? Das Gespenst. Der Teufel is the devil. Das Skelett is the skeleton. Das Skelett. Okay. Die Hexe is the witch. Die Hexe. Und der Vampir is the vampire. Der Vampir. Okay. So die Verkleidung is the costume. Sich verkleiden is the verb for that. It means to dress up. And since we're doing it to ourselves, it's a reflexive verb. And then we have some examples for costumes given here. Das Gespenst, der Teufel, das Skelett, die Hexe und der Vampir. Nächster Ausdruck. Jemandem Streiche spielen. To play tricks on someone. Der Streich is the trick or the prank. Okay, so jemandem Streiche spielen means to play a trick or to prank someone. Zum Beispiel, an Halloween spielen manchen ihren Nachbarn einen Streich. Ja, on Halloween, some people play tricks or prank their neighbors. Die Nachbarn are the neighbors. Übernatürlich. Übernatürlich means supernatural. Übernatürlich bedeutet
dass etwas nicht mit den Naturgesetzen erklärt werden kann. Bedeuten means to mean, alright? So übernatürlich means that something can't be explained, etwas erklären, to explain something, that something can't be explained with the natural rules or natural laws. Ja, das Naturgesetz. Die Natur is the nature und das Gesetz is the law or the rule. So supernatural oder übernatürlich means that something can't be explained with natural rules. Übernatürlich bedeutet, dass etwas nicht mit den Naturgesetzen erklärt werden kann. Gruselig. So gruselig hatten wir vorhin schon. We had this word earlier in regards to the costumes. Gruselig means spooky oder creepy. Zum Beispiel eine Wanderung alleine nachts im Wald ist ganz schön gruselig. Ja, die Wanderung ist the hike. Alleine bedeutet alone und nachts ist in the night. Der Wald ist the forest. So, eine Wanderung alleine nachts im Wald ist ganz schön gruselig. Means a hike alone at nighttime in the forest is very creepy. Ganz schön gruselig. Gut, kommen wir zu etwas Schönem an Halloween. Let's take a look at something nice about Halloween, which are the sweets or the candies. Die Süßigkeiten. Okay, die Süßigkeiten is plural. The singular form is die Süßigkeit, so it's a feminine noun. Just like most of the nouns in German that end with kite or heit, they're most of the time feminine. Die Süßigkeit. Or the plural version, die Süßigkeiten. Zum Beispiel, die Kinder sammeln viele Süßigkeiten. Sammeln means to collect. Ja, die Kinder sammeln viele Süßigkeiten. Nicht nur die Kinder, ich sammle auch gern Süßigkeiten. I also like to collect sweets. Okay, dann ein typischer Spruch für Halloween ist natürlich trick or treat. So a very common phrase for Halloween is trick or treats in English. And we use the term Süßes oder Saures in German. Alright, repeat after me. Süßes oder Saures. Süßes oder Saures. Süß means sweet und sauer means sour. So either you get sweet or either you give me something sweet or you're going to get something sour. Okay? Das ist der Brauch, the custom. Ein beliebter Brauch, common or popular custom, ist Süßes oder Saures. Und der Brauch, as I mentioned just now, is the custom or tradition. Zum Beispiel, gibt es diesen Brauch auch in deinem Heimatland? Ja, gibt es diesen Brauch auch in deinem Heimatland? Is there this custom also in your home country? Wir schauen uns als nächstes die Halloween Customs oder Traditionen in Deutschland an. Traditionen in Deutschland. Ich werde den Text jetzt einmal vorlesen. So I'm going to read out the text and you're going to read along and practice your listening and reading skills at the same time. Don't worry if you don't understand every single word yet. You can always pause this video and look up words that you don't understand. But first and foremost, try to focus on the key phrases and words that you do understand and then piece together the context from there. You can also use the pictures on the slides as helpful tools. Okay? Los geht's. Also, Traditionen in Deutschland. Halloween ist ein relativ neues Fest in Deutschland. Im Jahr 1994 wurde Halloween zum ersten Mal in Deutschland gefeiert. In Deutschland ist Fasching oder Karneval ein Fest mit einer langen Tradition. Für dieses Fest verkleiden sich die Leute auch. In den 1990er Jahren hatten die Kostümhersteller dann die Idee, dass man Faschingskostüme auch an Halloween verkaufen kann. Sie sorgten dafür, dass in den Medien wie zum Beispiel im Fernsehen und in Zeitungen oft über Halloween berichtet wurde.
Dadurch wurde das Fest immer bekannter. Viele Menschen bekamen Lust mitzumachen. Der Plan der Faschingsindustrie hat also funktioniert. Inzwischen ist Halloween ein Riesengeschäft. An Halloween werden jährlich ca. 30 Millionen Euro für Halloween-Kostüme und Dekorationen ausgegeben. Nach Weihnachten und Ostern ist Halloween die Zeit, in der die meisten Süßigkeiten verkauft werden. Alright, das war der Text zu Halloween-Traditionen in Deutschland. This was a text or the reading comprehension for Halloween traditions in Germany. So if you have found this text a little bit difficult to understand, then make sure you rewind and write down the words that you didn't know. Go through the text a few more times by yourself. You can always pause the video and rewind and write down the words that you don't know. Really try to get the most out of this reading comprehension. Alright, last but not least, how is Halloween in your home country? Jetzt bist du dran. Now it's your turn. Ich möchte gerne wissen, feiert man in deinem Heimatland Halloween? Verkleiden sich die Menschen? Wenn ja, welche Kostüme sind üblich? Werden die Häuser geschmückt? Was ist der größte Feiertag in deinem Heimatland und verkleiden sich die Menschen da? Nutze diese Gelegenheit, um einen kurzen Text darüber zu schreiben und schreibe deine Antwort in die Kommentare für Feedback. So take this opportunity to practice your writing skills, go through the questions and then put your answers into the comments below for feedback. And if you're just starting out to learn German, then definitely check out my free training for beginners. The link to register for free is also in the description box below, or you can also go to speakfluentgerman.com/free training. I would be so excited to see you there. If you enjoyed this Halloween special and you want to support me, please leave this video a thumbs up and don't forget to subscribe and hit that notification bell to be notified every single time I upload a new video. As mentioned, starting from this week, there will be 2 lessons a week, so make sure you don't miss out on that. I have a lot of good stuff in the pipeline for you guys and I can't wait to share. And if you want to learn more from me, then make sure you check out these 2 videos right here as well. Das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!